Jo, konnichiwa alle zusammen! Heute kommen wir zu Part 2 der Straßeninterviews über die Geschlechterrollen und heute sind die Männer dran. Wie schon im vorigen Video ist es das gleiche Prinzip, die gleichen Fragen und somit können wir gleich loslegen. Pünktlichkeit, ja. とりあえず何でもやってみるってさ。私はね、カラオケが好きですか？好き。真面目らしい。思いやり。Ich glaube, ich bin relativ unkompliziert. Ich verurteile niemanden. Ich kann gut organisieren. Also ich hab's mit Pünktlichkeit. Dass ich trotzdem meines Alters doch alles möglichst positiv sehen möchte. Lass gern mal was die Frau machen, ja. 身長が低いところです。身長が低い。全てがいいとこ。全てがいい。Ich bin relativ faul. Ich bin sicherlich nicht der ordentlichste Mensch. Um nicht zu sagen, ich bin sehr unordentlich. Ich bin auf keinen Fall ordentlich. Ich vergesse grundsätzlich bestimmte Termine, die meiner Frau wichtig sind. Wann haben wir uns kennengelernt? Wo waren wir zum ersten Mal essen? Das kenne ich aber. Okay. Dass ich langsam alt werde, dass ich dies und jenes vergesse, dass ich mich nicht mehr so bewegen kann wie früher. Aber das muss man auch annehmen können. Dass sie weiter meine Ordnung macht. 家庭的なところかな。料理ができて、食べ方が綺麗な人がですね。優しい。 Manchmal vielleicht zu viel. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn eine Frau unkompliziert ist. Allerdings finde ich es auch nicht schlecht, wenn sie so ihre eigenen Macken hat, die man halt so erst über die Zeit kennenlernt und dann damit umzugehen weiß. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Dass sie bestimmte Fehler an mir, von mir verzeiht. Ein Problem mit das, dass wir drüber reden. Ja, das sind verschiedene Wesen, die sich aber doch sich ergänzen können und müssen. Man braucht sich dann gegenseitig. 金持ち。今就職活動なんで大学生なんですよ。あ、大学生？はい。で来年卒業なんで、はい、会社に入んなきゃいけないんで。何の会社がいい？どうですかね。まだわかんないです。Also ich würde gerne mein Studium abschließen und Anwalt werden. Ich habe vor, Professor für Mathematik zu werden. 専門的な本。で、お金は関係ないですか？お金はもうそんなバカみたいに高くは求めないです。 Es soll einfach Spaß machen für mich, die Arbeit und gemeinsames, gutes Gehalt, sage ich mal, und ja, dass man sich halt wohlfühlt in seiner Haut. Ja. Aber was berufliche Richtung betrifft, voll und ganz zufrieden. Ich habe sehr erfülltes Berufsleben haben dürfen. Heute bin ich Rentner, aber man muss sich mit etwas befassen und auch tun. Und sich noch in der Gesellschaft bewegen. Was ich kann, wird noch gemacht. タクシードライバー。そうそう、歌手になりたい。だけどね、好きでも歌手になる。やっぱ上手でないと。人が聞いていいやつでないと。Gibt es seit Anbeginn der Zeit, egal was unsere Herren Politiker erklären, beschreiben, drumherum reden, vorwiegend. Es geht los mit der Geschichte Bezahlung. やっぱり日本の文化として女性が立ち入れない場所ってあるんですよ。例えば相撲の舞台とか。そういう女性っているだけで完全に禁止っていうのはちょっと考えが古いなと思います。女性は仕事をやって、働いていてもお家で炊事洗濯をやっぱりしなければいけないというね。昔は日本人は亭主関白。男の意見は絶対してる。本当ですか？昔はね。今は女が強くなったから。まあ男女平等だね今は。Also die Männer haben einen Penis und die Frauen... Nee, okay. Also ich finde, so große Ungleichheiten sehe ich eigentlich gar nicht mehr. Jetzt speziell hier in Jena, ja, hier studieren einfach mehr Frauen als Männer. Das heißt, dass die sich halt mehr getrauen als früher oder halt ja, eigentlich schon gut involviert sind in die ganze Sache. Also, ja. 男性は手を女性に手を挙げたら暴力言われる。男が例えば知らない女の人触ったらダメだけど、女の人が男の人触っても特になんもないみたいな、周りから見た感覚というか、そういう感じかな。Der Mann ist etwas stärker, klubiger,
Die Frau kann tiefgründiger denken, zarter und anmutiger. Wie gesagt, alles wieder in Bezug auf Ergänzung sehe ich das. Das waren die Antworten der Leute und hier kommt die Auswertung. Hab von mir Notes geschrieben. Und da steht drauf, dass wir gar nicht so viele Unterschiede haben. Was man grundsätzlich von beiden Kulturen sagen kann, ist, dass die Männer sehr optimistisch sind und ernsthaft an ihre Arbeit herangehen. Boah, mein linker Nasenflügel ist voll trocken und es brennt total. Interessant bei der Frage nach den beruflichen Vorstellungen ist, dass das Geld immer weniger relevant wird und vielmehr die berufliche Selbsterfüllung und der Spaß in den Vordergrund gerät. Von den Frauen wird erwartet, dass sie Charakter haben und den Mann in seiner Rolle ergänzen. Und das beinhaltet zum Beispiel auch die Beseitigung der Unordnung der Männer. Interessant war festzustellen, dass die meisten die Meinung hatten, die Frau sei mit dem Mann gleichgestellt. Und manche Japaner meinten sogar, dass sie den Frauen bereits untergestellt sind. Endlich spricht mal jemand die Wahrheit aus. Das Einzige, wo ich wirklich einen Unterschied zwischen Deutschland und Japan feststellen konnte, war bei den negativen Eigenschaften. Wir Deutsche denken, dass wir zu unordentlich und sehr vergesslich sind, wohingegen die meisten Japaner sich über ihre Größe beschwert haben. Und meine absolute Lieblingsantwort ist ja immer noch diese hier. Ihr müsst euch mal sein Gesicht angucken, mit was für einer Überzeugung der das gesagt hat. Das klingt so, als würde er jeden Abend vor dem Spiegel stehen und erstmal einen auf sich selbst runterregeln. Hallo. Du bist ja auch wieder hier. Ja, warum sind die Antworten der Japaner auf die Selbstkritik so oberflächlich ausgefallen? Das mag eventuell daran liegen, dass es für die Japaner sehr, sehr wichtig ist, ihr Gesicht zu wahren. Und dann gegenüber einem Fremden in einem Street-Interview Selbstkritik zu äußern, ist vielleicht erstmal so eine Art Hemmschwelle für einen. Oder es liegt einfach generell an dieser gesellschaftlichen Struktur hier in Japan, dass am Charakter grundsätzlich erstmal nichts kritisiert wird. Von daher haben die Menschen, die ich interviewt habe, vielleicht charakterlich noch überhaupt keine Kritik erfahren und deswegen können sie auch gar nichts beurteilen. Nein. Und das war's auch mit Interviews. Jo, ich hoffe einfach, dass ihr einen guten Einblick in die Gedankenwelt der Japaner und im Kontrast zu den Deutschen bekommen habt. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch noch irgendwas auf den Nägeln brennt, dann schreibt mir so lange Kommentare, bis eure Finger bluten. Ja, immer so nachteilen und Abo zu fragen, ist ein bisschen langweilig, ne? Alles klar, Leute, dann werde ich einfach bis zur nächsten Woche, wenn meine neue Preview erscheint, für jeden neuen Abonnenten einen Cup Sake trinken. Also Leute, teilt das Video schon fleißig, sodass viele Abos kommen und wir nächste Woche Spaß zusammen haben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, stay Genki und Sayonara. Ciao.